Hm. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Morning Session. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du konntest gut in deinen Tag starten oder bist schon am Ende deines Tages. Und für mich ist heute ein Thema präsent. Vielleicht kennst du das auch. Es gibt diese Momente in unserem Alltag im Außen, wenn von außen ein Impuls kommt, etwas passiert, etwas geschieht. Und das führt manchmal dazu, dass uns ganz plötzlich ganz eng ums Herz wird, dass da plötzlich eine Enge entsteht, ein Zusammenziehen, dieses Gefühl von sich schützen wollen, weil es vielleicht etwas ist, was unser Nervensystem aus dem Außen als eine Bedrohung empfindet oder als eine Gefährdung unseres sicheren Alltags, vermeintlich sicheren Alltags oder unserer Routine. Und ich hatte gestern so einen Moment und ich habe richtig gemerkt, wie es im Brustkorb, im Herzraum richtig eng wurde. Und was mich dann in dem Moment unterstützt, sind zwei Dinge. Zum einen zurück zu meinem Atem zu kommen, dem, was wirklich jetzt nicht irgendeiner Vorstellung von dem, was schon in der Zukunft liegt, was noch gar nicht eingetreten ist, was mir aber in dem Moment das Gefühl gemacht hat. Und gleichzeitig auch wieder für Raum zu sorgen, im Brustraum, im Herzraum. Und da schauen wir heute ein bisschen hin. Dazu lade ich dich heute ein, dieses Spiel zwischen Weite und Raum in deinem Brustkorb, in deinem Herzraum zu schaffen und gleichzeitig aber zu schauen auch, will ich da wirklich so weit aufmachen? Ist das gerade das, was sich für mich gut anfühlt, da wirklich viel Raum entstehen zu lassen? Oder ist es vielleicht mehr ein liebevolles, sich selber sorgsam, haltendes und vielleicht auch beschützendes, ein wenig verschließen, ein wenig die Grenzen besser setzen nach außen hin. Und wenn du magst, dann lass das heute unsere Intention für diese Praxis sein. Wenn du ein eigenes Thema mitgebracht hast, ist das natürlich genauso herzlich. Eine andere Sache, die mir auch immer hilft, um wieder mehr bei mir anzukommen, um da wieder mehr in ein Gefühl der Erdung, der Sicherheit, der Stabilität zu kommen, ist Kakao. Ich hatte jetzt gerade heute Morgen hier schon meinen Morgenkakao. Jetzt ist nur noch Wasser drin. Und diese Medizin des Herzens, die uns die Natur geschenkt hat, ist einfach auch super wertvoll für mich. Wenn du es mal ausprobieren möchtest, komm gern zu mir mal in eine Kakaozeremonie oder wenn wir mit Kakao arbeiten oder stell mir dazu deine Fragen. Gut. Und dann finde von hier erstmal in deinen bequemen, aufrechten Sitz. Zieh gerne noch einmal das Muskelfleisch unter deinem Gesäß ein wenig zurück. Schau, dass dein unterer Rücken schön gerade und aufrecht bleiben kann. Zieh mit dem Einatmen deine Schultern nochmal weit zu deinen Ohren hoch und lass sie mit deinem Ausatmen nach hinten unten deinen Rücken herabgleiten. Finde einen angenehmen Platz für deine Hände auf deinen Oberschenkeln oder im Schoß. Und dann schließ sanft deine Augen oder lass deinen Blick weich vor dir auf die Erde fallen. Und um hier heute zu landen in unserer gemeinsamen Session, in unserer Praxis, lass uns 3 tiefe Atemzüge nehmen. Atme ein durch deine Nase, füll Bauch- und Brustraum mit neuer Luft. Kurzes Halten, atme lösend aus über deinen Mund. Gern mit Seufzen, mit Geräusch. Tief ein durch deine Nase. Lösend aus. Noch einmal so tief ein. Und saug noch ein wenig mehr Luft ein. Und dann halte hier in dieser Fülle, in dieser Weite deines Brustraums, deines Herzraums. Entspann Bauch und Beckenboden. Lass den Kiefer weich werden und die Stirn und die Schultern noch einmal deinen Rücken herabgleiten. Für noch 3, 2, 1. Atme lösend aus. Komm an in deinem Sitz, in deinem natürlichen Atemrhythmus. Durch ein und aus durch deine Nase. Und nimm wahr, was ist jetzt gerade lebendig in dir, was ist jetzt gerade präsent? Was kannst du spüren? Vielleicht sind es die Auflagepunkte deines Körpers auf der Erde, dein Kontakt zur Erde.
Vielleicht ist es die Luft auf deiner Haut. Und dann bring deine Aufmerksamkeit mehr und mehr zu dir, mehr und mehr vom Außen zum Innen, zu deinem Atem und heute auch ganz bewusst zu deinem Herzraum. Und nimm einmal wahr, wie sind Atem und Herzraum heute bei dir? Was kannst du dort spüren? Hält da etwas fest? Ist da ein Gefühl von Enge? Fließt dein Atem dort weich und weit ein und aus? Oder ist da vielleicht ein Halten? Und es geht nicht darum, hier irgendetwas zu verändern, sondern einfach nur wahrzunehmen, was jetzt gerade ist. Und dann bring eine Hand auf deinen unteren Bauch, ein bisschen unterhalb deines Nabels. Die andere Hand auf deinen Brustkorb in die Mitte, auf Höhe deines Herzens. Und dann lass die nächsten etwa 5 Atemzüge ganz bewusst in deinen unteren Bauch ein- und ausströmen, sodass sich mit dem Einatmen die Hand und dein Bauchnabel nach vorne schieben. Mit dem Ausatmen deine Bauchdecke und die Hand Richtung Körpermitte zurückfallen. Lass Raum zwischen deinen Lippen dabei entstehen, sodass deine Zunge sich im unteren Gaumen ausrollen kann. Und auch der Punkt zwischen deinen Augen so ein bisschen schmelzen wie Schokolade in der Sonne. Nimm auch hier wieder wahr, was kannst du spüren? Die Wärme deiner Hände auf deinem Körper vielleicht. Die Bewegung deines Bauches in deine untere Hand. Deinen Herzschlag in deine obere Hand. Und vielleicht noch etwas ganz anderes. Dann atme weiter tief in deinen Bauch ein und aus. Und bring die untere Hand auf die obere, sodass du beide Hände auf deinem Herzen hast. Und dass du dein Herz hier in deinen Händen hältst. Und dann nimm dir hier noch einmal einen Moment, um zu horchen und zu lauschen auf die Stimme deines Herzens, was es dir in diesem Moment vielleicht mitteilen möchte. Vielleicht hat es eine Botschaft für dich, die im lauten Turbulenten des Alltags manchmal untergeht. Vielleicht nimmst du da auch eine Qualität, eine Energie wahr. Und vielleicht ist es auch ein Gefühl von Taubheit, ich weiß gar nicht so wirklich, was mein Herz möchte. Ich kann das nicht wirklich spüren. Und auch das ist so. Auch das ist etwas, was mir sehr vertraut ist. Und anderen ebenso. Dass wir häufig wie abgeschnitten sind von den Wünschen unseres Herzens. Dass wir den Kontakt zu uns selbst verloren haben. Was immer da jetzt gerade ist, alles ist okay. Nimm einfach nur wahr. Atme tief und gleichmäßig weiter. Ausatmen. Spür deinen Herzschlag. Die Wärme deiner Hände auf deinem Herzen. Und dann frag dich noch einmal, was braucht dein Herz heute? Braucht es dieses Öffnen, diese Weite? Oder ist da eher der Wunsch nach sich zurückziehen, nach gehalten werden, nach Geborgenheit, nach gar nicht so viel aufmachen?
Vielleicht ist es auch die Balance, die Mitte davon zu finden. Immer es ist, nimm dir deine Intention, deinen Fokus für die heutige Praxis. Schick noch einmal einen tiefen Einatmen in deinen Herzraum, in deinen Brustkorb. Füll diese Intention mit Leben, mit Prana und ausatmend lösend über deinen geöffneten Mund. Lass die Hände Richtung Erde sinken. Einatmend, heb die Hände über die Seiten, Handflächen zum Himmel, bis sie sich über deinem Kopf treffen. Streck dich. Und ausatmend, zentriere deine Hände, zieh sie herab vor dein Herz. Einatmend, heb die Arme über die Seiten. Werde lang in deiner Wirbelsäule, vielleicht ist da eine leichte Rückbeuge. Und ausatmen, Daumen sinken vor dein Brustbein. Noch einmal so einatmen, heb die Arme weit über die Seiten im Raum ein. Vielleicht hebt sich dein Blick mit geschlossenen Augen. Atmend, Hände sinken vor dein Herz. Schieb hier nochmal dein Brustbein gegen deine Daumen, atme tief, tief ein. Und lösend aus. Wenn du die Augen geschlossen hattest, kannst du sie aufblinzeln. Du kannst sie auch geschlossen lassen, um wirklich im Spüren zu bleiben. Bring die Hände auf deine Knie. Wenn du noch einmal deinen Sitz verändern möchtest, dann tu das gerne. Und dann atme ein. Zieh Bauch und Brustkorb nach vorne durch. Heb den Blick. Und ausatmend, schieb dich in die Rundung deiner Wirbelsäule. Schau zum Nabel, Kinn zum Brustkorb. Sitzende Katze-Kuh in deinem Atemrhythmus. Einatmend, Öffnung der Körpervorderseite, Weite. Und ausatmend, du rundest, hängst dich in die Hände, die an deinen Kniescheiben festhalten. Und einatmen, kommst wieder nach vorne. Machst das in deinem Rhythmus. In deiner Intensität. Gerne, um noch mehr Raum zu schaffen im Meeresrauschenatem, Ujjayi, wenn das in deiner Praxis ist. Ansonsten ruhige, gleichmäßige Atemzüge ein und aus durch deine Nase. Und ich verlinke später nochmal das Video zum Meeresrauschenatem hier, falls du den noch einmal üben möchtest oder kennenlernen möchtest. Noch zweimal so in deinem Atemrhythmus. Runde dich, atme vollständig aus und einatmen, komm in eine neutrale Wirbelsäule. Mit dem nächsten Einatmen heb die Arme weit über die Seiten, über deinen Kopf. Falte die Hände ineinander, ausatmen, bring die Hände in deinen Hinterkopf, wie ein kleines Körbchen. Und einatmen, zieh die Ellenbogen zurück, leg deinen Kopf in dieses Körbchen. Ausatmen, nur die Nackenwirbelsäule beugt sich, Kinn zum Brustkorb und die Ellenbogen fallen um dein Gesicht herum. Einatmen, Ellenbogen kommen zurück, aus deinem Blickfeld weg, Schulterblätter ziehen zusammen. Und ausatmen, du schaust wieder zum Nabel, Kinn zum Brustkorb. Einatmend öffnest. Mach das in deinem Atemrhythmus. Ausatmen, schließen. Allein vom Gewicht deiner Arme wird dein Nacken in die Länge gezogen. Und einatmen, da ist wieder Weite. Da ist ein sich zurücklehnen, voller Vertrauen in deine Hände. Bleibt hierbei gerade. Noch einmal tief ein. Weite in der Vorderseite und dann ausatmend. Lass deinen Nacken sich runden. Bleib hier in dieser Dehnung des Nackens. Lass die Schultern nochmal von deinen Ohren wegsinken. Und dann atme tief in die Rückseite deines Halses. Bleib hier in der Stille. Oder beginn dein Kinn ganz leicht von links nach rechts zu drehen, als würdest du es mehr zur linken und zur rechten Schulter bringen wollen. Spür die Dehnung bis runter, unter die Schulterblätter,
in den Trapezmuskel auf der Rückseite deines Nackens. Bleib in deiner tiefen Bauchatmung. Und dort, wo du eine Enge, eine Verklebung, Verspannung spürst, schick dort deinen Atem hinein. Und mit dem Ausatmen erlaub ein wenig hiervon gehen zu lassen. Noch 3 Atemzüge hier. Gern lösend über den Mund aus. Nächster Einatmen. Heb den Blick wieder. Zieh die Ellenbogen nach hinten. Schulterblätter zusammen. Für 3 Atemzüge auch hier in der Öffnung. Heb deinen Brustkorb, dein Herz noch ein wenig mehr Richtung Decke. Lass deinen Kopf richtig in deine Hände hineinsinken. Voller Vertrauen, dass du gehalten wirst. Von dir selber. Nächster Einatmen hilft deinem Nacken wieder in die neutrale Position. Ausatmen, lass die Hände sinken, bring sie noch einmal beide ab. Spür kurz nach. Schließ gern dazu die Augen oder lass den Blick weich werden. Nimm einmal wahr, wie fühlt sich dein Brustraum, dein Brustkorb, dein Herz jetzt an in diesem Moment. Hat sich da etwas verändert vielleicht? Ich merke bei mir, dass mein Herzschlag schneller geworden ist. Und ein wenig mehr Raum, ein wenig mehr Wärme im Nackenbereich. Schau mal, was du spürst. Dann atme ein und ausatme, bring die Hände nach vorne, roll über deine Knie in einen Vierfüßlerstand. Du kannst dir etwas zum Polstern unter deine Knie bringen. Und dann bring einmal die Knie mattenweit, die großen Zehen zueinander. Schieb deinen Po auf deine Fersen, sodass sie Kontakt haben. Und krabbel ganz weit mit deinen Fingerspitzen nach vorne. Lass heute einmal atme ein und ausatmen. Lass deine Stirn auf die Erde kommen. Oder alternativ kannst du die Stirn sonst auch auf einen Block bringen. Nimm dir hier tiefe Atemzüge. Vielleicht krabbeln deine Fingerspitzen noch ein wenig weiter nach vorne, wie so kleine Spinnenbeinchen. Eine Spinne, die nach vorne sich bewegt, ohne dass du den Kontakt deines Po's mit deinen Fersen verlierst. Und dann spür hier einmal in die Rückseite deines Herzens hinein, in den Raum zwischen deinen Schulterblättern. Kannst du deinen Atem noch mehr dorthin schicken, ihn diese Region ausweiten lassen, dehnen lassen, da Raum kreieren. Und gleichzeitig tief in deinen unteren Bauch ein- und ausatmen. Noch einmal tief ein, lösend über deinen Mund aus. Und dann mit dem Einatmen zieh dich von hier in einen Vierfüßlerstand und stülp einmal deine Zehen unter, wander mit den Händen näher zu deinen Knien, setz dich auf deine Fersen zurück. Schau, dass auch der kleine Zeh mit untergestülpt ist. Wenn das sehr intensiv ist, du kannst dir jederzeit einen Block unter die Knie hier drunter legen, dann wird es ein wenig weniger intensiv. Und es darf aber auch zu spüren sein. Und dann zieh mit dem Einatmen die Schultern zu deinen Ohren hoch. Mit dem Ausatmen lass sie nach hinten rollen, Weite hier. Einatmen, über vorne. Ausatmen, zurück. Noch einmal ein, über vorne. Aus, zurück. Und dann lass diesen Kreis noch größer werden. Nimm die ganzen Arme. Einatmen, über vorne. Vielleicht schaust du zu deinen Händen und ausatmen. So ein großer Kreis, wie es geht, nach hinten. Ich treffe meine Pflanze hier gerade.
Einatmet über vorne. Ausatmet, Arme kommen zurück, Schultern gleiten deinen Rücken herab. Noch eine Runde so, einatmet über vorne. Ausatmen, zurück. Bleib so. Ich drehe mich nur einmal. Einatmen, bring die Arme nach oben. Und dann beginn hier einmal zu klatschen. Lass deine Finger richtig schön laut klatschen. Und wahrscheinlich steigt da gerade Wärme auf in deinen Schienbeinen, in deinen Fußsohlen. Und du denkst ja, wie lange bleiben wir noch? Ein bisschen noch, aber nicht lang. Und dann bring deine Hände zu den Seiten. Stell dir vor, du spritzt Wasser mit deinen Fingerspitzen zu den Seiten. Richtig kraftvoll und doll, als würdest du links und rechts neben dir jemanden nass spritzen wollen. Und dann bring vorne. Stell dir vor, du spritzt mir Wasser entgegen. Richtig schön schnell und mit Kraft. Ellenbogen gestreckt. Einatmen, bring die Hände wieder nach oben. Klatsch hier wieder. Richtig schön schnell. Und auch die Unterarme werden warm, ich weiß, und die Schulter. Bleib dabei. Hände zu den Seiten, spritz wieder Wasser. Atme weiter. Es ist gleich geschafft. Hände nach vorne, spritz mir nochmal Wasser entgegen. Super gut. Atme. Und dann bring die Arme wieder nach vorne. Spür dieses Feuer, was dann halt entsteht. Entschuldigung, nach oben, nicht nach vorne. Zu den Seiten noch einmal. Richtig toll. Und ich weiß, die Finger wollen nicht mehr. Und dann nach vorne. Letztes Mal hier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schüttel deine Hände aus. Super gut. Und dann komm von hier nach vorne, bring die Hände unter deine Schultern, bring aber die Fußrücken in die Matte. Setz dich zurück auf deine Fersen, Fingerspitzen hinter dich, zieh die Schulterblätter zusammen, heb deinen Brustkorb und dann heb die Knie. Bleib lang in deiner Wirbelsäule. Spür die Dehnung deiner Schienbeine, die Dehnung deiner Fußoberseiten und atme. Vielleicht spürst du genau wie ich noch die Aktivierung deiner Arme, deiner Unterarme und Hände. Und im Yoga sagen wir immer, die Arme sind die Verlängerung des Herzens. Die Arme gehören als Körperteile mit zu unserem Herzchakra, zu unserem Anahata. Und über die Arme können wir andere umarmen, wir können uns selber umarmen. Wir können Liebe geben und auch empfangen. Atme noch einmal ein hier. Und ausatmen, kommst du nach vorne, kommst einmal auf deine Knie, nimmst die Arme einatmend, weit über dich nach oben. Ausatmen, beugst an den Ellenbogen, ziehst die Schulterblätter zusammen, schaust nach oben. Atmest hier ein. Und ausatmen, lässt die Hände nach vorne, eine Umarmung, rundest. Einatmen, wie große Flügel, öffnest du wieder. Und ausatmen, rundest. Mach das in deinem Atemrhythmus. Ausatmen, schließen, zum Nabel schauen, dich umarmen. Und einatmen, du schaffst wieder weiter. Und das kann weniger weit sein als bei mir. Vielleicht machst du auch noch größere Bewegungen, gehst dir noch weiter und intensiver in diese Öffnung und in dieses Runden. Schau mal, was du brauchst. Noch ein paar Mal so. Letztes Mal einatmen so. Und ausatmen. Bring von hier die Hände wieder in den Vierfüßlerstand. Und mir fällt auf, ich habe heute etwas vergessen. Und zwar, wenn du magst, brauchen wir heute noch ein Bolster oder ein großes Sofakissen. Du kannst dir das gleich einmal holen. Entweder jetzt oder wenn du gleich kurz auf deine Füße kommst. Wenn du hier mit mir bleibst, stülp einmal die Zehen unter, schieb deinen Po Richtung Fersen und dann heb dich hier in deinen ersten herabschauenden Hund heute. Lass die Knie erstmal noch gebeugt, press gut in deine Hände, schieb deinen Brustkorb Richtung Oberschenkel zurück und dann beginn hier abwechselnd rechtes und linkes Knie zu beugen. Deine Hüften abwechselnd zur Decke zu schieben. Lass deinen Nacken nochmal ganz locker und entspannt. Und atme auch hier tief. Und
Von hier beginn ganz langsam mit deinen Füßen nach vorne in eine Vorwärtsbeuge am Anfang deiner Matte zu laufen, bis deine Füße zwischen deinen Händen landen. Lass deine Füße hüftbreit, Knie auch hier richtig schön gebeugt. Und dann atme hier ein, komm in eine halbe Vorwärtsbeuge, bring deine Hände auf deine Schienbeine, Schulterblätter ziehen zusammen. Ausatmen, bis dich wieder nach unten. Einatmen, noch einmal kommst hier nach oben, bringst deine Hände in deinen unteren Rücken, faltest sie ineinander und ausatmen mit weichen Knien, lehnst dich nach vorne. Hände bleiben im unteren Rücken oder du lässt die Arme über deinen Kopf nach vorne fallen. Drehst deinen Kopf hier noch einmal nein, nein, ja, ja und ziehst die Schultern von deinen Ohren weg. Atmest auch hier tief ein und aus. Entspannst deinen Kiefer und die Stirn. Mit dem nächsten Einatmen heb deinen Oberkörper wieder in die halbe Vorwärtsbeuge. Lass die Hände in den unteren Rücken kommen, sich lösen. Beug deine Knie noch mehr. Komm auf deine, schau nach vorne in diesem Kolibri. Atme hier noch einmal ein. Dann ausatmen, ganz langsam, setz deinen Po auf deine Fersen, bring deine Hände vor deinem Herzen zusammen. Für einen Moment balancier hier. Finde deinen Fokuspunkt vor dir, dein Drishti. Bring deine Daumen gegen dein Brustbein, spür auch hier wieder hinein. Kannst du deinen Herzschlag fühlen? Ist der schnell, ist der langsam? Wie geht dein Atem? Atme noch einmal tief ein. Und ausatmen, bring die Fingerspitzen hinter dich, setz dich einmal auf deinen Po zurück. Hab schon einmal dein Sofakissen oder dein Bolster bei dir. Komm mit deinem Po in die Mitte deiner Matte gerutscht und stell die Füße auf, Knie zeigen zur Decke. Bring deine Hände einmal um deine Schienbeine herum. Und einatmen, ziehst du deine Wirbelsäule in die Länge, hebst dein Herz, deinen Brustkorb. Ausatmen, schaust zum Nabel, lässt dein Kinn zum Brustkorb kommen, streckst die Ellenbogen. Einatmen, Ellenbogen beugen an deine Rippen ran, du ziehst deinen Oberkörper nach vorn. Und ausatmen, rundest wieder. In dieser Variante der Katze-Kuh. Mach das in deinem Atemrhythmus, in deiner Intensität noch ein paar Mal. Runde hier, ausatmen, bleib in der Rundung. Atme ein. In den Bereich zwischen deinen Schulterblättern, atme hier aus. Noch ein ganzer Atemzug so in dieser Rundung. Und dann atme ein. Lass deine Vorderseite wieder weit werden. Vielleicht geht dein Blick zur Decke. Bleib auch hier für 2 Atemzüge. Atme aus. Nochmal ein. Kannst du dein Brustbein noch ein wenig mehr Richtung Decke heben. Letztes Mal hier ein. Und ausatmen, neutrale Wirbelsäule. Und dann nimmst du dir dein Sofakissen oder deinen Bolster, wenn du einen hast, und ziehst ihn dir von hier so nah wie möglich an deinen unteren Rücken, an dein Steißbein ran, wie es geht. Bringst von hier einmal deine Fußsohlen zueinander, lässt die Knie sich nach links und rechts öffnen
Kommst mit den Beinen in einen Schmetterling. Schaust, dass das Kissen nah dran bleibt am unteren Rücken. Bringst die Fingerspitzen rechts und links davon. Wanderst dich auf deine Hände zurück und dann auf die Ellenbogen. Bevor du dich ablegst, ziehst noch einmal die Schulterblätter zusammen und kommst dann hier in einen liegenden Schmetterling. Lässt die Hände, die Arme sich zu den Seiten öffnen, Handflächen Richtung Decke. Knie fallen nach außen. Und du kannst hier die Beine im Schmetterling haben, wenn du es angenehmer findest, die Beine auszustrecken. Dann kannst du hier auch in den Fisch kommen, in den unterstützten. Schau mal, was du möchtest. Und dann bleiben wir hier für etwa 3-4 Minuten zum Ende unserer Praxis hin. Schließ gern die Augen oder lass deinen Blick weich werden. Mit jedem Einatmen füll deinen Brustkorb, deinen Bauch bis zum Schoß, bis in deinen unteren Bauch hinein. Mit jedem Ausatmen lass alles gehen, lass den kompletten Atem entweichen. Und mit jedem Ausatmen gib ein wenig mehr Gewicht ab, lass dich noch ein wenig schwerer sinken. Schau einmal, wo hältst du gerade noch? Wo darf noch ein Schmelzen, noch ein wenig mehr Weichheit entstehen? Und für die nächsten etwa 2 Minuten übergebe ich dich hier der Stille, sodass du nachspüren kannst, nachfühlen kannst, ganz bei dir bist. Wenn du noch im Schmetterling liegst mit den Beinen, beginn langsam erst das eine Bein, dann das andere auszustrecken. Bleib hier noch für etwa 5 tiefe Atemzüge. Schick den Atem tief in deinen unteren Bauch hinein, in deinen Brustkorb. Füll dich ganz. Atme seufzend, lösend aus über deinen Mund. Vielleicht gluckert dein Bauch dabei wie mein.
Noch einmal so. Und dann roll dich von einer Seite von deinem Kissen runter. Nutz die obere Hand, um dich aufzustützen, gerne mit geschlossenen Augen. Bring dich von hier zu einem aufrechten Sitz zurück, in dem du für einen Moment gut verweilen kannst. Schneidersitz, Sukhasana oder Fersensitz, deine Variante. Zieh deine Schultern nochmal sanft nach oben, lass sie deinen Rücken herabgleiten, erde dich gut über deinen Sitz in die Matte. Lass deine Hände auf deine Oberschenkel kommen, hinfallen. Und dann atme weiter tief ein und aus, bis in deinen Bauch hinein. Spür, wie dein Bauch sich weich nach vorne wird mit dem Einatmen, mit dem Ausatmen, deine Bauchdecke zur Wirbelsäule zurückzieht. Und dann komm hier noch einmal wieder mit deinem Fokus zu deinem Herzraum, zu deinem Herzen. Spür, wie mit dem Einatmen auch dein Brustkorb, dein Herzraum sich mit Weite, mit Luft füllt. Und mit dem Ausatmen Altes, Verbrauchtes abgibt, das, was dir nicht mehr dienlich ist. Das, was vielleicht auch dein Herz manchmal beschwert. Wenn du mit einer Visualisierung arbeiten magst, dann stell dir deinen Einatmen hier wie einen glitzernden Strom vor, ein Band, das in dich hineinströmt, bis auf den Grund deines Herzens, dort einen kleinen Purzelbaum, eine kleine Drehung schlägt und dann wieder glitzernd, funkelnd aus deiner Nase ausströmt. Vielleicht ist es auch eine Farbe, die du dir beim Einatmen vorstellst. Oder da ist das Gefühl von Energie. Vielleicht ist es auch einzig das Gefühl deines Ein- und Ausatems bis auf den Grund deines Herzens. Diese kurze Pause, wo dein Atem dort verweilt, um dann wie mit einer kleinen Rolle zurück aus deiner Nase auszuströmen. Nutzt das Bild, die Visionierung, Visualisierung, die für dich hier stimmig ist, oder das Gefühl. Und mit jedem Ein- und Ausatmen diesen zu verfolgen, zu spüren, wie dein Atem auf den Grund deines Herzens sinkt und dich dann wieder verlässt. Und wenn stimmig für dich, dann verbinde das mit folgenden Worten. Mit dem Einatmen, ich atme Liebe ein. Mit dem Ausatmen, ich atme Liebe aus. Ich atme Liebe ein. Ich atme Liebe aus. Noch für ein paar Minuten hier in Verbindung mit dieser Visualisierung und diesem Mantra.
Beende deine letzte Runde, atme tief, tief ein. Lösend aus. Bring deine rechte Hand auf deinen Herzraum, die linke darüber. So wie zu Beginn, halt auch hier noch einmal dein Herz, deinen Brustraum in deinen Händen. Nimm wahr, wie du dich jetzt fühlst. Wie fühlt sich dein Brustkorb, deine Lunge, dein Herz, deine Schultern? Wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Die Muskulatur, die Gewebe, die Zellen in diesem Bereich deines Körpers. Vielleicht ist da ein Gefühl von ein wenig mehr Weite entstanden, von ein wenig mehr Raum. Vielleicht hat sich etwas gelöst auf faszialer oder muskulärer Ebene. Nimm wahr, wie ist die Energie in deinem Herzraum jetzt? Wie schlägt dein Herz? Wie geht dein Atem? Vielleicht ist da auch ein Gedanke, eine Erkenntnis, vielleicht war da eine Botschaft deines Herzens an dich. Und vielleicht steht im Vordergrund gerade auch eine bestimmte Emotion. Vielleicht spürst du etwas, vielleicht ist da ein Gefühl, das sich gerade Raum bahnt. Und alles ist okay, alles darf sein, alles ist willkommen. Du bist so willkommen, wie du jetzt gerade hier bist. Dein Herz ist so willkommen, wie es jetzt gerade hier ist, mit all den Emotionen, mit all den Wahrnehmungen und Empfindungen, die es jetzt gerade spürt. Und dann steht noch einmal einen tiefen, tiefen Einatmen in deinen Brustkorb, in deinen Herzraum. Füll es noch einmal mit Leben, mit all dem, was es nährt, mit all dem, was es braucht. Füll dich mit all dem, was du brauchst und was dich nährt. Atme lösend mit Seufzer aus. Und dann blinzel gern die Augen sanft wieder auf, wenn du sie geschlossen hattest. Orientiere dich bei dir im Raum. Vielleicht ist dein Blick aus dem Fenster raus in den Himmel, die dich umgebende Natur oder Umwelt. Und mein Herz dankt dir, dass du und dein Herz heute mit mir geübt haben. Und ich merke, dass es mir unglaublich gut getan hat. Und auch wenn wir nur virtuell hier über YouTube verbunden sind, trotzdem spürt mein Herz ein wenig mehr Verbindung nach außen. Und das ist auch, was unser Herzraum, diese Qualität, die es hat, diese Verbindung zu anderen, dieses Gefühl von, ich bin nicht allein, ich bin zu etwas zugehörig hat. Und dann nimm mir jede Geste deiner Dankbarkeit, die für dich funktioniert, ob es die Hände auf dem Herzen sind, das Anjali Mudra. Vielleicht gibst du dir auch selber nochmal eine große, dicke Umarmung. Und dann danke ich dir so sehr, dass du mit mir praktiziert hast. Ich freue mich riesig, wenn du nächsten Dienstag wieder dabei bist oder wenn du dies in der Aufzeichnung schaust. Lass mir super gern deine Wünsche einmal unten da, vielleicht für die nächste Praxis und auch deinen Kommentar, wie diese Stunde, diese Session für Weite im Herzen heute für dich war. Ich freue mich, wo und wann auch immer wir uns begegnen. Ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag, wenn er gerade erst startet oder vielleicht ist es auch das Ende deines Tages jetzt gerade. Und sende dir ganz viel Liebe und ganz viel Kraft dir und deinem Herzen. Lass es dir gut gehen. Namaste. Danke, danke, danke.